Hallo Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video präsentiere ich euch dieses Mal einen Haufen neue Toys zu alten Filmen. Es gibt ein paar Bücher, es gibt sogar ein T-Shirt und natürlich beantworte ich auch wieder eine Frage von euch an mich. Also es bleibt spannend, bleibt dran, los geht's! Ja Leute, wir starten auch direkt, wir legen direkt los. Ich war 15, als ich einen richtig klasse Film 1993 im Kino gesehen habe. Ich war so geflasht, und zwar war das Jurassic Park, der damals meine Freude, meine Vorliebe für Dinosaurier neu entfacht hat und ganz lange aufrecht gehalten hat. Was haben die jetzt zu bieten? King Kong? Der Film wird dieses Jahr, kam 1993 raus, 30 Jahre alt, und Mattel hat es sich nicht nehmen lassen, zu diesem Jubiläum Toys rauszubringen. Das ist total an mir vorbeigegangen. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Früher gab es ja von Kenner die Action-Toys zu dem Film. Und jetzt hat Mattel eine Retro-Collection, nenne ich es mal, rausgebracht. Und ich möchte euch zeigen, was ich gefunden habe, weil das ist der Hammer, finde ich. Spürst du das auch? Und zwar habe ich hier den Tyrannosaurus Rex aus dem Jurassic Park Film von 1993, Leute. Ich finde das Teil so der Hammer, das ist so der Brecher, oder? Guckt mal, wie geil der ist. Es ist eine Anlehnung an die Originalfiguren, wie gesagt, von 93 von Kenner. Auch das Cardback, das Design ist angelehnt an die Vintage-Figuren. Ich nenne es jetzt einfach mal Vintage-Figuren, 93 war das. Und es ist sehr schön. Ich habe hier das JP30, also Jurassic Park Logo mit der 30 dahinter für 30 Jahre. Ich habe hier, wenn man das hinter dem Kopf sieht, das 93 Classic Logo. Ja, ich finde es total toll. Dieser Tyrannosaurus ist so wuchtig. Ja, den gab es ja früher auch. Und ich weiß nicht, ob er jetzt 1:1 genauso aussieht, weil ich hatte ihn nie. 93, da war ich 15 gewesen, da habe ich keine Toys mehr gesammelt, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe den Film geguckt, ich war voll der Filmnah, bin ich heute immer noch. Also ich habe den nie gehabt, aber ich finde den so geil. Er hat einen beweglichen Schwanz. Ja, er hat, ich kann das Maul aufmachen, zumachen. Und das Geile ist halt auch, ich kann hier eine Figur reinstecken, wenn ich halt irgendwie eine Actionfigur, einen kleinen Dinosaurier habe, den er frisst und so weiter, kann ich hier reinstecken, und er hat unten am Bauch, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so, er hat da unten am Bauch eine Öffnung und da kann ich das Getier wieder rausholen. Also ähnlich wie, wer kennt es von Das Imperium schlägt zurück von Star Wars, ja, die Towns, die es ja auch mit offenem oder geschlossenem Bauch gab. Also hier genauso, hier ist ein bisschen Gummi, das kann ich so aufklappen, sag ich mal, und die Figur wieder rausholen. Ich finde es total klasse. Er hat auch einen Lautsprecher hier unten drin, das heißt, es sind Batterien wohl mit dabei und der schreit auch. Ja, ich werde es jetzt erstmal nicht ausprobieren, ich werde ihn jetzt erstmal so auf der Verpackung lassen, weil ich finde einfach die Verpackung auch so mega. Der wirkt, könnt ihr mal sagen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der wirkt halt auf dieser Verpackung so brachial. Ich finde es total klasse. Ja, ich zeige euch mal die Rückseite nochmal. Da sieht man das Ganze auch nochmal, wie er hier in Kampfpose steht. Und man sieht es hier unten auch, es gibt noch weitere, 93 Classic, also Jurassic Park, 30 Jahre Jurassic Park, weitere Figuren, die Mattel rausgebracht hat. Ja, die gibt es wohl aktuell exklusiv bei uns, bei Smith Toys. Ja, soweit ich weiß, sind die noch nirgendwo anders erhältlich. Ich weiß auch nicht, ob sich das ändern wird. Aber Leute, ist das ein Teil, oder? Das Ding ist doch einfach der Hammer. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt noch weitere Toys zu dem Film und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe noch ein weiteres gefunden, auch bei Smith Toys. Und hier ist Dr. Ian Malcolm, also Jeff Goldblum mit einem, was haben wir hier? Dilophosaurus heißt es, glaube ich. Ja. Und ein kleiner Triceratops, hier dieser kleine. Es ist eine, auch wieder 93 Classic, auch wieder hier oben JP30. Es ist eine geschlossene Box, man sieht den Inhalt nicht. Ja, trotzdem finde ich es total klasse, nennt sich Glider Escape Pack. Ich glaube, den gab es
Ja, ich kenne mich mit den Originalfiguren nicht hundertprozentig aus. Ich meine, den mit dem Kleider, den gab es zum zweiten Teil, zur vergessenen Welt, glaube ich, Lost World. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall auch wieder ein tolles Pack. Ja, natürlich schlägt den Tyrannosaurus nichts, aber ich dachte mir, wenn das schon dabei gibt, 93 Classic-Version, ich finde das mit dem Logo auch so klasse, ja, dann muss ich mir den auch holen. Auch den habe ich, wie gesagt, von Smith Toys. Ja, und jetzt gibt es hier noch ein Fahrzeug, was aber irgendwie andere Farben hat, was halt nicht grün-gelb ist, sondern blau-gelb. Bin ich mir nicht so sicher, was da ist. Und dann gibt es noch den Sam Neill, ich weiß gar nicht, Ian Malcolm. Ian Malcolm war Jeff Goldblum. Dr. Alan Grant, so heißt er nochmal. Den gibt es auch nochmal. Also, wenn ich die irgendwo sehe, werde ich es mir nochmal angucken. Oder wenn ich bessere Bilder davon habe, dann werde ich mir die vielleicht auch noch holen. Was ich mir noch geholt habe, wie gesagt, es ist anscheinend, es springt jetzt jeder auch auf den 30 Jahre Jurassic Park Zug auf, finde ich ja total cool. Und ich habe mir noch ein Auto, diesen Ford Explorer geholt. Ja, den habe ich von Amazon, der hat mich irgendwie 12 Euro oder 11 Euro gekostet. Ja, auch wieder Jurassic Park 30th Anniversary, wie es am Ende von dem Film, dieses Plakat, was der Tyrannosaurus runterreißt in der großen Halle. Hier auch das schön auf dem Logo aufgebracht. Ja, ist ein Maßstab, ich weiß gar nicht, 1:60 wahrscheinlich, oder? Von der Größe her. Steht gar nicht drauf. Ja, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön. Ja, das Auto sieht 1:1 aus, wie im Film. Die Verpackung ist wunderschön, ist von Jada Toys, Hollywood Rides. Da gibt es ja ein paar von, da habe ich auch schon ein paar von. Und jetzt wandert der Jurassic Park hier nochmal das Logo in groß. Ja, Ford Explorer, 30 Jahre Jurassic Park auch in meine Sammlung. Ich finde es total klasse. Ja Leute, dann habe ich tatsächlich mal bei EMP bestellt. Die kenne ich ja schon seit Ewigkeiten. Früher habe ich da meine schwarzen Klamotten bestellt. Ich hatte mal so eine Phase gehabt. Und die haben aber auch Toys und so weiter. Ja, wusste ich ja schon. Und ich hatte mir ja schon vor einiger Zeit, habe ich auch in einem Video erwähnt und gezeigt, halt den Flash von den Funkos geholt. Ja, weil der halt so ein Glow-in-the-Dark Amazon-Exclusive ist. Den Film habe ich mittlerweile gesehen. Ich möchte hier nichts spoilern oder so weiter. Ja, also ich sage da gar nichts zu. Jeder, der den Film sehen möchte, soll ihn sich angucken und dann seine eigene Meinung drüber bilden. Was ich mir bei EMP geholt habe, war die Supergirl Funko Pop Figur. Weil ich einfach in den Trailern alleine schon, also die Figur habe ich schon gehabt, bevor ich dann den Film gesehen habe jetzt, weil ich in den Trailern halt einfach diese Supergirl-Variante richtig, richtig cool fand, ja. Also ich bin ja immer so von wegen Never change a running system und früher war alles besser und so weiter. Supergirl mit blonden Haaren ist eigentlich so das Nonplusultra, so soll es eigentlich sein, aber irgendwie hat diese Figur was, finde ich. Ich helfe euch gegen Sort. Ja, und ich fand es total cool, wie ich diese Flash-Supergirl-Figur gesehen habe und habe mir die für 12 Euro, glaube ich, geholt. Also war ein No-Brainer eigentlich für mich. Das ist auch die einzige neben dem Flash, die ich brauche. Da gibt es noch den Batman, aber Batman sieht für mich immer gleich aus. Das ist nichts Besonderes, obwohl Batman mein Lieblingscharakter ist. Aber die Supergirl-Figur fand ich klasse und die wandert jetzt auch so in meine Sammlung. Ich habe ja, wie gesagt, nicht so ein Faible für Funko Pops, aber irgendwie werden es in letzter Zeit immer mehr. Es gibt noch bald noch ein nächstes Video, wo ich noch ein paar zeige. Was ich mir noch mitbestellt habe, dann kam ich nämlich über einen gewissen Preis und dann gab es noch was umsonst dabei. Also richtig klasse. Ich habe mir hier von Funko auch diese Packung geholt. Funko Home Video, das ist eine Hommage an Videokassettendesign, sag ich mal, ja, von Batman, und da ist ein T-Shirt drin gewesen, ja, ein Funko T-Shirt, und das Ganze war reduziert, hat mich glaube ich 7 Euro gekostet, und ich zeige euch das T-Shirt jetzt mal. Es ist ein Batman T-Shirt und das hatte ich auch dann im Kino bei The Flash an tatsächlich. Ja. Ihr seht jetzt nochmal ein Bild, wo ich mich schon mal mit Indiana Jones ein bisschen warm mache und bekannt mache, weil der kommt jetzt demnächst. Das ist der nächste Film, den ich im Kino sehen werde. Und diese beiden Sachen bestellt und dann hieß es hier, du hast einen Bestellwert von X überschritten. Das waren knapp 20 Euro und dann konnte ich mir was umsonst noch aussuchen.
Und das habe ich natürlich mitgenommen. Ich habe jetzt hier for free quasi ein Star Wars Kartenspiel bekommen mit einer Mini Funko Pop Darth Vader Figur. Wie gesagt, das Ding gab es umsonst. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Uno oder irgendwie sowas ist. Das heißt einfach nur Kartenspiel. Werde ich mal auspacken und dann werde ich das nochmal zocken. Wie gesagt, für lau habe ich es gerne mitgenommen. Oh, jetzt waren wir gerade bei Star Wars und dann mache ich da weiter, weil da habe ich mir auch was Neues geholt. Und zwar habe ich mir bei Hasbro direkt was bestellt, bei dem Hasbro Puls Europa Shop nenne ich es mal. Und zwar haben die da vor einiger Zeit, die Figur ist auch schon ein bisschen in der Sammlung, aber irgendwie kam ich noch nicht dazu, ein Video darüber zu machen, neue Figuren gezeigt. Und für Star Wars 40 Jahre Return of the Jedi, ja, gab es diese tolle Sammlerfigur hier, ja, von der Black Series. Die Figur hat mich gar nicht so angesprochen. Es ist eine Standardfigur, Darth Vader, ich zeige ihn jetzt gleich nochmal. Aber die Box fand ich so mega, dass ich es mir holen musste, weil zum einen, wie ich eben gesagt habe, Return of the Jedi, hier steht Revenge of the Jedi. Ja, also Rückkehr der Jedi-Ritter war ja der deutsche Titel, ja, Return of the Jedi, und Revenge of the Jedi, das heißt die Rache der Jedi-Ritter, war der ursprüngliche Produktionstitel von dem dritten Star Wars-Film. Und der wurde dann ja kurz vor Kinostart nochmal geändert. Es gab schon Plakate und so weiter davon. Und dann haben sie gedacht, nee, wir ändern den Titel doch nochmal um, machen ihn ein bisschen freundlicher. Und das hier ist eine Hommage daran. Ich finde es total toll, ich finde es total klasse, ja, jetzt auch eine Figur mit diesem Logo zu haben und hier hinten drauf auf der Rückseite, es sieht einfach toll aus, ist nochmal der Hintergrund quasi beschrieben. Ja, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, rote Schrift auf dem schwarzen Grund. Aber das Schöne ist an dieser Verpackung, ich kann hier vorne, also ich kann sie hier neben entweder aufmachen oder ich kann halt einfach dieses Titelbild hier hochschieben. Ja, und dann ziehe ich es einfach mal raus und dann habe ich die Figur hier. Ja, wie gesagt, das ist einfach ein Pappteil, ja, beide Seiten dasselbe drauf. Ja, und dann habe ich die Figur hier, den Darth Vader mit rotem Lichtschwert und so ein bisschen wie die Verpackung auch gehalten, die Figur so ein bisschen schwarz-rot Gemisch, Farbgemisch, ja. Finde ich okay. Der Mantel ist aus Stoff, auch so ein bisschen rot mit eingemischt. Ist okay, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Also für die Figur hätte ich so auf einer normalen Karte jetzt nicht gekauft. Aber in dieser tollen Verpackung musste ich die einfach haben und die wandert jetzt auch in meine Star Wars Sammlung. So, das war es jetzt an Figuren. Ich habe aber noch auf eBay Kleinanzeigen, oder es heißt ja mittlerweile, ich sage immer noch eBay Kleinanzeigen, es heißt ja eigentlich nur noch Kleinanzeigen, nochmal etwas zu Alf geschossen. Toast. Ja, es hat jemand Bücher angeboten und ich sammle ja alles von Alf, was ich irgendwie in die Finger kriege, wenn es vom Preis her passt. Und zwar Taschenbücher von Bastei Lübbe, und zwar einfach einmal Alf meine Memoiren. Ja, 5,80 Mark hat das Buch damals gekostet. Alles in einem wunderschönen Zustand, die Bücher. Dann habe ich hier Alf das Sprüchebuch, auch 5,80 Mark, Bastei Lübbe. Und das zweite Alf Sprüchebuch, wie kann man es anders da denken? 5,80 Mark damals, Bastei Lübbe. Richtig schöne Bücher, sind ganz wenig nachgedunkelt, die Ränder und so weiter. Aber das macht mir gar nichts. Jetzt 3 Bücher von Alf in der Sammlung, jetzt wieder 3 neue Taschenbücher. Hatten mich gekostet, Versand glaube ich irgendwie Warensendung für 2,20 glaube ich, und für die Bücher wollte die Dame 5 Euro haben. Ja, also ich habe jetzt 7,20 Euro oder so für die 3 bezahlt. Bisschen mehr wie 2 Euro pro Buch. Ja, die finden wir wahrscheinlich auf dem Flohmarkt für 50 Cent oder für 1 Euro. Ja, aber der Zustand ist sehr toll. Es sind keine Knicke drin. Das sieht aus, als wären die gar nicht gelesen. Und von daher habe ich mir die einfach mal geholt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich hatte ja in einem der letzten Videos von der Retro-Fabrik den finalen Band 7 der Masters of the Universe, ehemals Ehapa Comics vorgestellt, das Exemplar, was ich von Mustafa und von Frank zugeschickt bekommen habe. Und ich hatte mir aber auch nochmal ein Variant-Cover bestellt. Das möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz zeigen. Das habe ich jetzt auch bekommen von den beiden, inklusive der Poster, die dabei waren. Ihr kennt das ja mit Sicherheit alle. Ja, und dieses Variant-Cover habe ich mir geholt, weil es halt ja ein Cover ist oder ein Artwork ist, was damals wohl für die Comics vorgesehen war, was sich aber nie mehr ergeben hat, dass es auf einem Comicband abgedruckt wurde.
Denn es wurden dann ja die New Adventure Comics rausgebracht, ja, also die, ich sage jetzt mal, die Eternia Comics, die auf Eternia gespielt haben, waren halt Geschichte. Und jetzt haben sie das, eine Hommage gemacht und haben halt dieses Artwork nochmal auf einem Band abgedruckt. Und das musste ich mir bestellen, habe ich mir bestellt und ist jetzt auch in meiner Sammlung. Das Ganze ist dann auch mal auf Videokassette rausgekommen. Also dieses Artwork ist dann auf Videokassette verwendet worden, aber niemals auf den Comics, wo es eigentlich für gedacht war, so munkelt man. Und von daher war das für mich ein No-Brainer, das Buch auch zu holen. Bevor wir jetzt an die Frage kommen, die ich jetzt wieder für euch beantworte, natürlich wie immer, schreibt mir eine E-Mail an retrorauner@outlook.de und stellt mir eure Fragen. Fragen, die ihr euch nie getraut habt zu stellen, aber schon immer mal stellen wolltet, was auch immer, schreibt mir und dann werde ich die Frage in einem der nächsten Videos so gut wie möglich beantworten. Kurzer Ausblick noch, es werden demnächst noch ein paar Actionfiguren kommen, die ich mir geordert habe, auch wieder zu alten Filmen. Ja, ganz besonders, es gibt was von Super 7, wo ich, wie die Neon Vintage Masters of the Universe Figuren rausgekommen sind, ja gar nicht so ein Fan von Super 7 war. Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert und es wandern auch jetzt die nächsten neuen Figuren in meine Sammlung. Zudem gibt es nochmal, bevor der Indiana Jones Film ins Kino kommt, auch nochmal ein Update, was ich in meiner Indiana Jones Sammlung getan hat, weil da sind auch schon wieder Sachen dazugekommen. Also es bleibt spannend, ja. Es wird weiter genug Content geben, den ich euch präsentiere. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und bleibt dabei und schaut euch das Ganze an, kommentiert das Ganze, macht einen Daumen hoch etc. Und jetzt komme ich zu der Frage und die Frage kommt diesmal von der Anke W. Und sie hat mich gefragt, bist du früher BMX-Rad gefahren? Die Frage könnte ich jetzt einfach beantworten und sage ja und tschüss Leute. Aber ich möchte ein bisschen ausholen und möchte sagen, ja, ich hatte ein BMX-Rad. Ich hatte sonst kein anderes Fahrrad. Ich hatte weder ein Rennrad noch ein Mountainbike damals, sonstiges. Ja, ich hatte halt am Anfang so ein Kinderlernfahrrad, sage ich mal, mit so einem langen Bügel. Ja, war jahrelang meins, bis ich halt wirklich fast schon mit den Knien auf dem Boden gehangen habe, weil ich zu groß dafür war und habe mir dann ein BMX-Rad gewünscht. Habe das BMX-Rad dann, ich weiß es nicht mehr, zum Geburtstag oder zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Und es war, ja, ein BMX-Rad war es, aber es war ein BMX-Rad, was straßentauglich war. Also es hatte Schutzblech, es hatte Licht gehabt und so weiter. War so ein schönes schwarzer Metallrahmen und eine rote Ummantelung teilweise, so ausgepolstert mit weißen Sternen drauf. Also es war richtig abgespaced. Ja, vielen Dank nochmal an meine Eltern, dass ich das damals bekommen habe. Und damit habe ich dann einige Runden gedreht damals mit meinem Kumpel Lutz. Ja, der hatte auch ein BMX-Rad gehabt, was nicht straßentauglich war. Also es war ohne Schutzblech und so weiter. Wir sind da einige Runden bei uns in den Ecken rumgedreht und so weiter. Hat richtig Spaß gemacht. Und von daher, ja, ich hatte ein BMX-Rad gehabt. Ich vermisse es ab und zu. Ich habe jetzt hier ein Mountainbike, was ich eigentlich nicht so oft benutze. Ja, das heißt, ich müsste halt irgendwo, ja, in die Mountains fahren oder in die Wälder fahren. Auf der Straße ist das mit den dicken Reifen und sowas halt für mich mittlerweile in meinem Alter nicht mehr ganz so einfach, muss ich sagen. Aber Fahrradfahren macht mir nach wie vor Spaß. BMX-Rad würde ich trotzdem gerne mal wieder ausprobieren, aber ja, man kann nicht alles haben und mit diesem Satz, man kann nicht alles haben, ich versuche es, aber man kann nicht alles haben, beende ich das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, bei der nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Retro Rauner. Bis dahin, Leute, macht's gut, euer Retro Rauner.